Wie sich immer wieder zeigt, ist die soziale Herkunft ganz entscheidend für den Lebensverlauf. Was also Kinder in der Schule erreichen, welche Ausbildung sie beginnen, ob sie ein Studium beginnen und selbst später, welchen Job sie finden, spielen soziale Netzwerke und damit auch die Herkunft eine wichtige Rolle. Wichtig für uns ist es aber aufzuzeigen, dass dieser Einfluss der Familie und der Herkunft ganz unterschiedlich ist, zum Beispiel über Geburtskohorten, über unterschiedliche Länder, dass das also nichts Naturgegebenes ist, sondern etwas ist, was gesellschaftlich gestaltet werden kann. Und wir wollen praktisch herausfinden, unter welchen Bedingungen ist der Einfluss der Herkunft geringer. Unter welchen Bedingungen können Kinder auch mit schlechten sozialen Herkunftsbedingungen viel erreichen. Unsere Forschung basiert zum Großteil auf großen Datensätzen, wo wir selber zum Teil daran beteiligt sind, wie zum Beispiel beim Nationalen Bildungspanel. Das sind Daten, wo viele junge Leute, Schüler und Schülerinnen über Jahre befragt werden, sodass man sehr genau weiß, was sie über die Zeit machen. Und wir wollen dabei zum einen lernen, was sind die Barrieren, also warum schaffen es bestimmte Gruppen nicht, was typischerweise zu Ungleichheit führt. Wir wollen aber gleichermaßen auch zeigen und herausfinden, was sind Bedingungen, warum es wider Erwarten funktioniert. Ein weiterer Bereich unserer Forschung ist nicht nur die Ausbildung, der Übergang vorne im Lebensverlauf, sondern auch die spätere Erwerbsbiografie. Und da fokussieren wir auch auf eher Geringqualifizierte, weil das die Gruppe ist, die die größten Arbeitsmarktnachteile hat und auch die absolut höchsten Arbeitslosigkeitsquoten. Und da zeigt sich auch interessanterweise, ähnlich wie früh in der Biografie, dass Abschlüsse eine zentrale Rolle spielen. Also wir finden durchaus große Kompetenzunterschiede innerhalb dieser Gruppe, aber diese Kompetenzunterschiede spielen für das Arbeitsmarktgeschehen, die Arbeitsmarktposition dieser Person eine geringe Rolle. Es sind eher der fehlende berufliche Abschluss, der ihnen Nachteile auf dem Arbeitsmarkt beschert. Wie schaffen wir es eigentlich, das Potenzial, das Kognitive, das Kompetenzpotenzial aller Beschäftigtengruppe, auch der Geringqualifizierten, zu heben? Also wie motivieren wir diese Personengruppe wieder und wie überzeugen wir Betriebe, da rein zu investieren? In unserer Forschung treibt mich spezifisch auch an, wirklich zu schauen, was sind die Ursachen, aber was ist veränderbar? Was ist politisch, gesellschaftlich veränderbar, um eben Ungleichheit zu verringern? Dabei muss man sich von der Utopie, glaube ich, freimachen, dass wir jemals in einer Gesellschaft leben werden, die frei von Ungleichheit ist. Aber ich glaube schon, dass es einen Unterschied macht, ob wir große Ungleichheiten oder eher geringere Ungleichheiten haben.